denn es ist Tag 3 meiner Österreich-Tour und ich bin immer noch in Lienz. Jetzt geht es aber gleich weiter nach Velden zum Wörthersee und ich freue mich, denn endlich kann ich mal ein bisschen länger in einem Hotel bleiben. Man muss nicht jeden Morgen wieder packen, denn das ist auf Dauer auch ganz schön anstrengend. Ja, ich packe jetzt so meine letzten Koffer und steige dann wieder unten in den GT3 ein und halte euch natürlich auf den Laufenden. Ab geht's! Jetzt gleich habe ich die 50.000 erreicht und zwar genau jetzt! Yay! 50.000! Ja, wir fahren echt extrem viel. Und ich würde sagen, darauf stoßen wir heute mal an. Da ist der Wörthersee. Wir sind da. Schön blau. Jetzt gucke ich erstmal, wo ich hier lang fahren muss. Am Wörthersee mit Terrasse auch schon auf dem See. Ja, und wir müssen jetzt eigentlich in 200 Metern da sein. So, angekommen im Parks Hotel und hier haben wir auch schon direkt ein A45 stehen. Dahinter habe ich jetzt geparkt und da vorne steht auch noch was ganz Interessantes und zwar was Gelbes, Auffälliges. Ein 458. Daneben haben wir noch einen Bentley, ich glaube Continental. Ich habe echt keine Ahnung von Bentleys. Sorry Leute. So, dann checken wir mal ein. Der wunderschöne Wörthersee, das Wasser ist so schön türkis und ich springe jetzt auch gleich mal direkt rein, denn es ist so heiß, wir haben gefühlte 35 Grad. Gleich suche ich mir einfach nur noch eine Waschbox, wo ich das Auto einmal noch ein bisschen sauber machen kann. Gucke, was hier so los ist in Velden und um den Wörthersee herum. Und ja, aber jetzt wie gesagt erst einmal eintauchen. Jetzt hier am Hotel, ich weiß es nicht und hole mir jetzt hier meine Tickets für morgen ab, denn morgen geht die Ausfahrt für mich los hier vom Supercars Event und ja, hier stehen schon ein paar interessante Autos rum. Hier mehrere Huracans nebeneinander. Sehr cooles Line-Up hier. Sehr schön. Hier haben wir einen Huracan Performante stehen. Den haben wir schon in Genf gesehen. Da stand er allerdings in, ich glaube, orange oder rot. Was auch sehr interessant ist, ist hier diese, ich weiß gar nicht, wie nennt man das heutzutage? Carbon ist das ja nicht mehr. Das ist ziemlich coole Struktur, auf jeden Fall. Und was haben wir da vorne? Den kenne ich auf jeden Fall schon. Das ist ein Liberty Walk Huracan, ich glaube von der Lexi, wenn ich mich nicht ganz täusche. Auf jeden Fall, ich glaube, der erste Huracan in meinem Leben, den ich sehe, mit einem Dachgepäckträger oben drauf. Und das Coolste ist, ist tatsächlich aus Carbon. Muss ja. Ja, so, es ist der nächste Tag und ich sitze jetzt gerade hier auf der Terrasse vom Parks Hotel und frühstücke noch ganz gemütlich, während ich schon mal die Aussicht auf die teilnehmenden Autos genieße, die jetzt gleich mitfahren auf der Ausfahrt. Ich wurde eingeladen hier von Kasper und Team und da erstmal herzlichen Dank
dass ich da teilnehmen darf. Und ja, ich bin gespannt. Also ich schaue mich gleich mal unten um, was da so rumsteht. Und ja, gehen wir mal runter. Das hier hinter mir ist übrigens der Ausblick von meinem Hotelzimmer. Auch nicht schlecht. Und ich gucke jetzt gerade mal rein, was ich hier gestern überhaupt bekommen habe. Ich habe mir nämlich hier gestern schon mal die Sachen abgeholt, die wir halt für die heutige Ausfahrt brauchen. Und ja, da ist jetzt unter anderem hier das Roadbook drin, wo wir so lang fahren. Alles schön erklärt und aufgezeichnet hier mit Google Maps und Fotos und so weiter. Was ist denn da noch drin? Ein Magazin. Dann haben wir hier ein Prospekt und ja, noch ein paar andere kleine Prospekte. Aber was mich jetzt mal interessiert ist diese kleine Box. Die sieht nämlich sehr interessant aus. Ui. Ein Porsche Turbo in Chrom. Den stelle ich mir auf jeden Fall zu Hause hin. Danke dafür. Und sonst Gummibärchen, Kugelschreiber, Visitenkarten, irgendein Wellness-Tuch. Ja, das war's soweit. Und ja, da unten, wie man sieht, haben jetzt sich schon ein paar Autos platziert. Was ich jetzt von hier sehen kann, ist schon mal da vorne ein roter Aventador SV. Da unten ist der Beach Club und da fahren halt immer auf dieser Straße die ganzen Autos lang. Und man hat hier halt den besten Ausblick. Aber den besseren Ausblick hat man jetzt von unten. Und da gehen wir jetzt mal hin. So, und wie ich es schon versprochen habe, ist der Ausblick von hier unten auf jeden Fall wesentlich besser. Wir schauen uns mal an, was jetzt hier tatsächlich alles so rumsteht. Wir fangen an hier mit einem Aston Martin DBS, daneben ein SLS Cabrio. Corvette mit einem dicken Hulk drauf. Dann haben wir noch einen 430 Spider hier vorne. Ja, ein Aston Martin Vantage. Und neben dem Tiger steht ein GT3 RS, daneben ein GT2 RS. Allerdings ganz interessant ist der Aventador SV. Die Farbe finde ich persönlich sehr schön. Sieht man, oder ich persönlich habe diese Farbe jetzt am SV sehr selten gesehen. Ein Speziale, auch sehr schön. Bitte! So, hier vorne noch ein GT2. Sind noch nicht alle da, es kommen auf jeden Fall noch mehr. Da hinten habe ich auch noch was Interessantes gesehen. Und zwar von einem F12. Auch eine sehr interessante Farbe. Bin auf jeden Fall eigentlich gar kein Matt-Fan, aber am F12 sieht das schon ziemlich gut aus. Und hier haben wir einen AMG GTR. Davon habe ich ja vor ein paar Tagen noch ein Video hochgeladen. Hier sieht man ihn in freier Wildbahn. In Green Hell Magno, wie es sich gehört. Den haben wir ja auch gestern schon gesehen. Und noch ein Lotus. Ja, und da vorne sehe ich gerade, kommt noch was Interessantes. Also wie ihr seht, kommt hier ein Auto nach dem anderen angefahren. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf die Ausfahrt und bin gespannt, wenn es losgeht.
GTR in schwarz. Der kann sich ja auch gleich noch zum Grünen stellen, dann passt das. In schwarz sieht der übrigens auch ziemlich gut aus. Sehr biestig. Was haben wir hier? DB9. Und natürlich kann man jetzt hier leider nicht sehen, mit einem wundervollen Ausblick eigentlich. Jetzt ist leider das Gebäude davor. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf jeden Fall gleich noch ein paar Routen fahren werden, wo wir einen wunderschönen Ausblick auf den Wörthersee haben werden. Geht los, die ganzen Autos haben schon ihre Motoren angeschmissen und ja, ich steige jetzt auch ins Auto ein und freue mich auf den heutigen Tag. Los geht's! Mal mitfahren? Mitfahren oder mitfahren? Mitfahren. Gerne, ja. Wie lange dauert die Fahrt? Wenn du mir Ein sagst, Leben wo es lang? lang geht. Ein Leben lang? Ja, spätestens so lange, bis mein Freund wieder einsteigt. Das ist mir wichtig, das Auto oder das Auto? Ja. Was ist dir wichtiger, der Mann oder der Freund oder das Auto? Immer der Freund. Ein Auto kann man immer wieder neu kaufen, aber einen Freund findet man nur einfach. Nicht berühren, nicht zerschmelzen. Okay. Schön langsam. Dankeschön. Bitte. Ha? Wir sind jetzt angekommen am Millstätter See und die anderen gehen jetzt alle irgendwo da oben was essen. Uns ist das allerdings ein bisschen zu heiß. Wir haben uns jetzt hier direkt an den See noch in eine Eisdiele gesetzt, haben noch ein Eis gegessen. Jetzt geht es aber auch schon direkt wieder zurück. Wir fahren jetzt noch eine kleine Runde um den See herum mit Seeblick. Und ja, ich zeige euch noch mal, was hier so Schönes rumsteht. Hier haben wir noch mal den AMG GTR in Green Hell Magno und hier ein F430 Scuderia. Was interessant
Interessantes, der ist komplett ausgekleidet hier vom Besitzer. Normalerweise ist der ja blank, so wie hier. Sehr schönes Auto. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Ein Alfa Romeo 4C, den hatten wir damals schon auf der Fuel Faction dabei. Auch in derselben Farbe. Das ist heißer als die 30 Grad hier draußen. Hier haben wir noch einen GT3 RS und einen GT2 daneben. Aventador SV, den wir gerade schon gesehen haben. So. Noch ein 430 Spider. Der stand auch schon gestern bei unserem Hotel. Da kommt noch der SLS. Also ihr seht, hier steht wirklich einiges rum. Hier haben wir noch ein Speziale stehen. Und hier haben wir noch einen F12. Und hier haben wir einen Aston Martin DB11. Den habe ich live noch nicht gesehen. Mir gefallen ganz besonders die Rückleuchten. Das Design haben die echt gut hinbekommen. Wieder in den See springen. So, wir fahren jetzt zusammen mit dem 4C und dem 430 Scuderia ja, einmal komplett nochmal um den Millstätter See rum und gucken uns den See auch nochmal an und dann geht es wieder zurück zum Wörthersee und zwar mit meinem kleinen Tiger. Los geht's! Das ist natürlich auch interessant. Vor mir das Tesla Modell X. Das ist ja, so der Van von Tesla. Und guckt euch an, wie interessant das ist mit den Flügeltüren. Also bietet ordentlich viel Platz. Und man fragt sich immer, wann startet der den Motor? Aber ist ja Elektro. Auszuhalten. Eklig. Und Gott sei Dank. Endlich eine Waschbox gefunden.
So, der Tag geht jetzt so langsam zu Ende. Wir sind jetzt wieder zurück im Hotel. Da bleibe ich aber mal wieder nicht so lang, denn ich kann einfach nicht still sitzen. Und ich lasse mich jetzt schön abholen von einem Boot. Das kommt jetzt gleich irgendwann hier an und nimmt mich mit. Und ja, dann geht's weiter. Ich glaube, so da drüben irgendwo hin. Da kann man nämlich lecker essen und ein paar Cocktails schlürfen. Und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Da kommt unser Taxi. Seespitz und ich habe leider wieder vergessen, mein Essen zu filmen, bevor ich es angefangen habe zu essen. Aber die Hälfte ist noch da und das Essen ist sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen der Ausblick ist mal wieder wunderschön. Das ist Veldens Nightlife. Guckt euch das an. Hier geht ordentlich die Post ab und hier fahren natürlich auch alle Autos sich zeigen. Alle Leute mit ihren Autos. Davon haben wir das Casino und da gehen wir jetzt gleich mal rein. So, mit 30 € hier reingegangen und mit 200 rausgekommen. Das erste Mal Casino und ich komme wenigstens mit einem Plus raus. Also der Abend kann nur noch besser werden. Nachts Boot fahren. Man sieht nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber es ist herrlich. So, das waren auf jeden Fall die letzten beiden Tage hier am Wörthersee. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt dran, einen Daumen hoch dazulassen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, meinen Channel zu abonnieren. Denn nur dann könnt ihr auch jeden Tag verfolgen, was ich eigentlich ja, immer so hier für lustige Sachen mache. Also mein persönliches Highlight war definitiv gestern das Casino. Mit 30 € Einsatz reingegangen, mit 200 rausgekommen. Das ist für mich ein kleines Erfolgserlebnis gewesen. Jetzt geht es auf jeden Fall für mich mal nach oben auf so einen ziemlich hohen Turm hier am Wörthersee. Und zwar unter anderem mit dem C4 und natürlich mit dem GT3. Was da aber passiert, das seht ihr in meinem nächsten Video. Ciao!